Was geht ab, meine kleinen Russ? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim und seid für den krassesten YouTube, Music, Reaction, Produktions, Mashup, alles Kanal. Heute wieder einmal mit meinem Spezialgast Dana Rolle. Hallo. Sie hilft mir heute, eigentlich sind wir bei dem Format Pro vs. Con, wo der Producer und der Consumer hier sitzen und wir uns fragen, wie unterschiedlich hört man eigentlich Musik, wenn man Produzent ist oder eben Konsument ist. Und wir tauschen uns hier gemeinsam als Community aus, denn ihr seid auch immer Bestandteil davon. Schreibt sowieso unfassbar viel in die Kommentare, was wir richtig gut finden. Wir lesen alles Mega zusammen geil. durch und lernen hier gerade auch einiges über eine komplett neue musikalische Welt. Nicht, also für mich musikalisch, für Dana vor allen Dingen, modetechnisch. Alles. Alles. Ja, eigentlich wirklich alles. Also ich habe auch schon selbst, ich bin zwar nicht so der krasse Modetyp, aber ich habe auch schon einiges gesehen, wo ich dachte, Alter, krass, die sehen so stylisch aus. Aber auch Beauty. Deswegen heute nochmal irgendwie eine Spezialfolge. Ich habe überlegt, ob man das vielleicht sogar noch als neues Format aufsetzt, dass Dana und ich dann immer hier zusammen sitzen und Musikvideos wirklich einmal mit dem Fashion und Beauty und Style Guide hier in Form von Dana und mir als Produzent die ganzen Musiksachen und Ton, technischen Geschichten und so da alles abzuchecken. Schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr das gut findet oder nicht. Ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer, ey, richtig krass, es geht so krass ab momentan. Ich bin euch super krass dankbar, es ist unglaublich. Das Paket steht zwar noch hinter Dana mit den 10.000, wir brauchen aber echt nicht mehr, ne? Also es sind wirklich nur noch diese knapp 980 oder ganz genau 980. Ich will aber auch nicht zu viel betteln. Ja, ihr wisst Bescheid, wir schaffen das diese Woche noch. Ich weiß es ganz genau. Ja, es sind zwar, wenn ihr dieses Video seht, dann nur noch 3 Tage oder so, aber das kriegen wir hin. Ich weiß es. Ich brauche gar nichts mehr sagen. Ich blende jetzt hier um. Hier kommt nochmal ganz schnell der Banner. Ihr wisst Bescheid. Rahim.erbil und auch Dana folgen. Ja, mir folgen. Da Ich ist brauch auch die noch in der was. Beschreibung steht das dann, aber Instagram.com. Und Butch folgen. Und Butch folgen. Achso, Butch haben wir vergessen. Der hat auch einen ganz cuten Account. Wir schalten nochmal ganz kurz um, damit wir Butch zeigen können. Hä? Wo ist er denn? Oh, Oh, da. Er hat einen Platz gewechselt. er ist gewandert. Okay, so. So, und heute kommen wir wieder mal zu einem K-Pop-Ding. Ihr habt das so oft geschrieben. Wir mussten das jetzt machen. Eigentlich sind wir auch in Kontakt mit ein, zwei Zuschauern von euch, die da mega krass den Durchblick haben. Grüße gehen raus an Doppel-0, Hendrik Doppel-0 auf Instagram. Der hilft mir gerade richtig krass. Und er hat mir eigentlich so eine Playlist zusammengestellt mit den 2010er Sachen rum, so die, halt so diese goldene Ära, wurde das bezeichnet. Oder Gen 2 ist es, glaube ich, auch schon. Oder ob das jetzt nicht schon 2012 Gen 2. Okay, ihr seht, ich arbeite mich auch gerade rein. Aber er hat mir eigentlich eine Playlist gemacht mit diesen Klassikern, dass ich da auch mal quasi anfangen kann. Aber ihr schreibt so viel von dann so aktuellen Sachen und so. Und dann wollen wir da natürlich hinterher und mit und wir Die sind Liste dran. ist lang. Die Liste ist extrem Sehr, lang. sehr lang. Ist extrem lang. Ich habe auch schon eine andere Playlist von jemandem bekommen, die irgendwie über 200, 250 Songs hatte und so. 259. Ja, also die Liste ist lang. Wir sind dran. Wir arbeiten uns hier auch wirklich gerade zusammen mit, aber wirklich Herz. Wir finden gerade eine neue Welt. Wir sind bisher immer nur gerne koreanisch essen gegangen. Aber das hier ist komplett geil, neu für uns. So, genug gequatscht. Wir hören jetzt rein. Los geht's. Sind wir bei 0? Ja, Untertitel ist an. Ich habe auch schon diesmal gecheckt. Sorry wegen dem letzten Mal, aber ich wollte halt, dass da keiner wieder schimpft. Ja, du hast vergessen, Untertitel anzumachen. Wollte ich ihn anmachen, aber ging ja nicht, weil bei den Videos... So, okay, jetzt. Ist zu laut? Krass. Ich wollte auch gerade. Direkt wieder komplett anders als von dem, was ich bisher gesehen habe. Ich bin schon wieder direkt überfordert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also von den Vibes her, Also so für mich ist es Überfordert anders. bin ich gerade nicht, aber ich finde es hat schon direkt so einen Aufbau. Man merkt bisschen direkt, düster, es wird aber episch. härter. Man merkt sofort, es wird episch. Ja, aber die Outfits sind jetzt schon wieder geil. Richtig mal was anderes. Sound auch. Wieder was anderes Der mit Sound den auch. Masken und den Ketten und den Doc Martens oder so. So richtige harte Boots. Voll. Ich bin gespannt, okay.
가슴이 뛰고 있다 처음 느낀 이 감동이 새로운 나를 만든다 필름으로 내가만 넣은 그때 그거 둘이 시작점 아직도 하루에도 수백 번 더 come to my mind 주 발자국 사막의 한복판 조금만 낮은 발 굴러서 만들어 모래바람이 저 끝에다 닿을 때까지 Deep in my heart, deep in my soul 기억하는 flashing light Deep down my heart, deep down my soul 꺼지지 않는 불씨처럼 fire yeah 좀 더 뜨겁게 멈출 수가 없게 hold up 터져버릴 것 같아 가자 hurry up now surprise more than get it fucked Okay, warte, bevor wir in die Hook steigen. Wir sind ja schon mitten in der Hook, aber was hast du zu sagen? Ich habe den Anfang ganz anders erwartet jetzt nach dem Intro. Ja, ich auch. Es hat so ganz so lieblich irgendwie angefangen und das steht dann auch wieder im Kontrast zu den Outfits und so der Drehort oder so. Die Halle, ja. Die Halle. Also vom Sound her dachte ich, habe ich auch... Ist die Kamera ausgefallen war es. Nicht im Ernst. Da, so, oh. Da haben wir jetzt das Display da. Ich habe die Kamera gewechselt heute, nur weil sich einer beschwert hat. Das war keine gute Idee. Aber das war echt keine gute Idee. Gucken wir jetzt. So, okay, da sind wir wieder. Also, ich wollte eigentlich sagen, dass der Sound, habe ich auch nicht erwartet, aber da kam eben so ein warmer... Was den harmonischen Part, die Melodie angibt. Ist ja super warm. Da ist nämlich einmal so ein... Nee, das, was hinten läuft, ist... Ja, das meinte ich mit lieblich. Das sind von den Akkorden, die wir dann später hören, sind das schon die Grundtöne mit so einem sehr warmen Key-Sound. Irgendein Tasteninstrument, auf jeden Fall ein Synthesizer. Und dann eben drüber dieses klingelnde, was so einen krassen Delay, also so eine Verzögerung drauf hat und viel Hall. Super warm und dann eben diese sanfte Gesang drauf. Ne? Habe ich auch gar nicht erwartet bei dem Intro. Ja, habe ich auch überhaupt nicht erwartet. Gut, auf übersetzt heißt es anscheinend Hearts Awakened. Live, was? Live, live, alive. Hearts Awakened? Hearts Awakened. Herzen erwacht. Auferwacht. Und dann hier wieder ein Rap-Part reingedonnert. Auch geil mit der Maske, aber hier... Die Masken sind richtig geil, ey. Die sind echt cool. Okay, und dann ist... Ne, der Rap-Part ist klar. Und dann kommt hier aber... Plötzlich wird das so dance-mäßig, wie so EDM, wo diese krassen Snare-Schläge hier... Oder das ist so eine Mischung aus Snare und Clap. Und hier auch schön hinten die ganze Zeit so ein Noise laut. Aber dieses Key-Instrument vom Anfang ist trotzdem noch die ganze Zeit drin. Ne, hier auf die 1, dann wenn der Partwechsel ist und die im Chor dann singen, das oh, ist dann hier auch wieder dieser klassische White Noise Becken Sound. Also ganz leise Offbeat, dann noch ein Becken, das so ein bisschen, aber was auch ein synthetisches Becken. Was ich auch krass finde bei dieser Szene, wie krass die auch tanzen zu dem Beat. Also wirklich auf teilweise die einzelnen Instrumente vom Beat so angepasst, wie die sich bewegen. Ja, also wirklich auf so einzelne Percussion-Elemente. Das ist richtig krass, ja. Und dann kommt hier schon dann der Riser. Auch so. Ja, dann kommt von hier hinten dann schon der Riser-Sound rein, also der dann ankündigt, jetzt geht's gleich los. Und der hört dann eben genau 1, 2 Schläge vor der Hook. Was ist das für ein Sound? Wie so Dial. Ja, das kannst du mit irgendeinem, also mit jeglichen Synthesizern kannst du das erstellen. Das klingt echt geil. Klingt mega gut. Das wird so ein,
ich nehme es mal an, da sind vielleicht ein paar Synthesizer-Experten, die speziell nur Synthesizer-Sounddesign machen, das gibt's auch. Wird irgendwie mit einem Cinewave, oh Gott, aber das wird ja jetzt, glaube ich, zu musikalisch. Oder zu nerdig. Das ist auf jeden Fall mit einem Synthesizer gemacht. Okay. Es gibt auch Presets, die dann so klingen, aber so ein Telefondial trifft es eigentlich echt ganz gut. 터져버릴 것 같아 가자 hurry up now Surprise 모두 get it box So size 더더 역시 burn Let's get burning now Was? Krass, Alter, was ist denn das für eine heftige Hook? Was war das denn? Da war halt der Break war richtig geil gerade. Also hier ist klar so ein schöner, warmer Synth-Sound, Bass, der und alles andere ist da sonst relativ, also was wir vorher gehört haben, ist hier rausgenommen. Dann kommen hier noch so Hi-Hats, höre ich rechts. Boah, ist der Killer, Alter. Der ist so geil. Ich glaube, der kommt halt auch so geil, weil er rhythmisch einfach dann von diesen geraden Schlägen dann einfach mal raussetzt. Es müsste eine Triole sein, die hier gespielt ist. Mega geil. Und dann kommen später die Stimmen, wo dann unten nochmal oktaviert, also 12 Halbtöne tiefer. Ja, eine Oktave tiefer. 12 Halbtöne tiefer, die Main Vocals von einem der Jungs. 8 Member sind das, ne? 8 Member, wir wissen Bescheid. Drunter läuft dann dieses Hold up, hold up. Warte. Ich liebe diese tiefen Stimmen in meinen Songs. Das ist irgendwie geil. Ja, und dann hier hochgepitcht, so Chipmunk-Effekt. Das ist eine richtige Techno-Bass, die hier läuft auch. Das ist wirklich so Ende 90s, 2000er Techno-Bass mäßig Krass, klingt. aber ist gar nicht unangenehm. Okay, nee, gar nicht. Ich meine, ich habe das damals auch schon gehört. Voll. Raise me up, take me up, 매일 조금 더 Raise me up, take me up, 먼 곳으로 터뜨려 봄이 시작한 도시 붐이 팍팍 뒤집을 것이 I feel like that 배 popping pop 변하신 같이 그래 바꾸지 마 끝이 변신의 가치는 가시온 이 시대 없음 Das war jetzt aber auch neu. Das war, ja. Dieses Instrument, dieses eine. Ja, also die haben jetzt einmal eben aus der Hook raus. Aus der Hook raus ist dann so ein Takt Pause, wo dann das ist so ein Reversed Becken, der dann wie ein Riser halt klingt. Also ein Becken rückwärts abgespielt, was dann. Weil wenn du ein Becken vorwärts hast, und wenn du es rückwärts machst, ist es. Ja, mehr ist es nicht. Genau, wenn man genau hinhört. Ja, das ist ein Becken. Das ist ein Becken rückwärts. Also mache ich auch immer sehr gerne. Also, das ist so klassisch, ganz klassisch. Und dann kann man nämlich auf die 1 auch direkt, also vom nächsten Takt auf die 1, gerade wenn es ein neuer Part ist, nochmal das Becken setzen. Und dann hast du so ein. Ja, dann, genau. Und dann, aber hier wollte ich sagen, genau, wir sind diesmal die Akkorde komplett ausgespielt, nicht wie im Verse vorher, also hier am Anfang, sondern komplett ausgespielt mit so einer kleinen Spielvariation drin. Aber dann wieder so in das Warme rein. Ist halt nach dieser Überballer-Hook ist das schon krass. Mhm. Was sagst du zu den Hüten und Masken? So als Artist in Videos sich komplett zu vermummen, ist ja auch ein Statement. Ich find's geil, weil es so
kontrastreich ist irgendwie zum Song, gerade so zu diesen weicheren Parts. Voll. Und ich finde auch zu dem Text irgendwie ist es so ein Kontrastprogramm. Und sie ziehen es halt durch komplett. Also da ist auch kein großer Wechsel drin in den Outfits oder so. Nee. Es bleibt schwarz, Mal gucken, was noch Leder, passiert. Mal gucken, was Ketten, hart einfach. Mal gucken, was Geil. Wake me up, take me up, 매일 조금 더. Raise me up, take me up, 먼 곳으로. Yeah, 터뜨려 봄이 시작한 동시에 봄이 팍팍 터져볼 꽃이 I feel like that 배 뽑힌 팍 Yeah, 변하신 같이 Ja, dieser Wum, 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 Wum. Das ist so ein geiler, warmer Synth, der da reinspielt. Und sowieso ist, auf einmal wird es relativ rhythmisch, so, aber so funk-rhythmisch, finde ich. Also groovy. Richtig groovy ab hier. 먼 곳으로. Yeah, 터뜨려 봄이 시작한 동시에 봄이 팍팍 터져볼 꽃이 I feel like that 배 뽑힌 팍 Yeah, 변하신 같이 그래 바꾸 Ja, da kommen sogar richtige, sehr echt klingende, analog klingende Claps dazu, die hier in dem Part dann die Snare oder vorher diese Hardcore-Techno. Also das Ding ist, eine Clap wird in jedem Genre irgendwie benutzt, aber je nachdem, was für eine Clap du nimmst und wie sie klingt, definiert sie eigentlich auch schon, in welchem Genre wir uns befinden. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich als Produzent auskennt in dem Genre, was man produzieren will oder in allen. Weil du kannst jetzt zum Beispiel nicht so eine typische EDM oder meinetwegen eine Techno-Clap oder sowas in einem Hip-Hop-Song nehmen. Normalerweise. Man kann das dann aber auch natürlich wieder machen, ganz bewusst, weil man einen Stilbruch haben möchte. Und das deswegen finde ich dieses K-Pop-Ding halt so interessant, weil die das genau machen. Aber es gibt dann quasi so verschiedene Claps wie auch verschiedene Klaviere. So ein E-Piano oder eine Orgel oder ein Flügel. Es ist sogar fast, so, um es leicht zu erklären. Ja, es ist auf jeden Fall noch. Ja, du kannst halt einmal so eine Clap haben, die so klingt, wie wenn jemand vor dir steht und klatscht. Das haben wir jetzt genau. Oh, die Kamera ist schon wieder ausgefallen. Boah, Leute, ich weiß ja auch nicht. Wer auch immer das in die Kommentare geschrieben hat, dass ich mit der Kamera ausprobiert. Bin entschuldigt. Genau, du kannst eine Clap, wie wenn jemand vor dir steht, klatschen haben. Das haben wir jetzt genau hier in dem Part drin. Du kannst aber auch eine haben, wie hier in der Hook im Refrain haben, die so fast digital, synthetisch klingt, sehr viel Hall drauf hat und so weiter. Okay. Oder die ein bisschen mehr in den Höhen klingt, eine, die mehr Bauch hat und so weiter und so weiter. Also man kann auch eine Clap wieder mit einer Snare mischen und so weiter und so weiter. Das ist Sounddesign. Das kann man bis ins Unendliche fahren. Und das ist nur allein der Clap-Sound. Und das auf den Percussion-Elementen, auf den Percussion-Elementen geht das dann mit dem ganzen Drumset und so weiter. Also ob das dann die Kick ist, ob das dann irgendwie die Hi-Hats sind und so. Wie kann man sich da denn bei so viel Auswahl entscheiden? Ja, so. Ich könnte mich nicht entscheiden. Ja, deswegen keine Chance. Ist immer so ein bisschen genretypisch, kann man sich da irgendwie dann so Vorlagen raussuchen, aber hier ist halt geil, weil es auf einmal groovy, funky wird. Weißt du, hast du die Clap gehört? Und was auch interessant ist, es fühlt sich jetzt auf einmal auch an, als ob die in einem langsameren Tempo wären, was ich jetzt bei vielen K-Pop wirklich, also bei den letzten K-Pop-Videos auch schon ein paar Mal bemerkt habe, das war in Halftime-Tempo, also dasselbe Tempo, was vorher war, aber rhythmisch wird das einfach so angelegt, die Instrumente spielen so und durch seinen richtig tighten, coolen Rap-Part fühlt sich das dann an, als ob das ein ganz anderes Tempo wäre. Und man kann das halt machen, wenn man zum Beispiel 100... Das klingt auch so ein bisschen laid back irgendwie. So. Ein bisschen, ja. Relativ, ist jetzt nicht so ein Boom-Bap-Hip-Hop aus Kalifornien oder sowas, aber das ist schon, ja, wenn du jetzt zum Beispiel ein 130er Tempo hast, dann kannst du das gefühlt halbieren auf eben die Hälfte von 130. 65, genau. Und das geht wunderbar so, ja. Genau, und diese Clap zum Beispiel ist eher eine EDM. Ja. Weil, so Club-Techno. Genau. Da könnte man jetzt nicht die Clap nehmen von dem Part vorher, wo er rappt.
size 모두 get it box So size 더도 혁신 Lightning let's get burning now Ich hab voll Gänsehaut, Alter. Die haben ja auch am Ende. Er ist ein Vampir! Nein, die haben am Ende haben die einen Suicide. Nee, die haben sich selber das Genick gebrochen. Suicide Squad. Okay, krass, Alter. Oh, die haben immer so krass diepe Meanings noch in den Videos. Boah, wir kommen da gar nicht mit, Alter. Wir müssten 24 Stunden uns nur K-Pop oder nicht nur Pop, aber halt alles in dieser koreanischen Weltmusik uns anhören. Koreanische Weltmusik anhören. Ich bin schon wieder mind blown. Ich glaube aber, das ist... ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben schon viel gesagt. Ja, ich glaube, wir haben echt viel gesagt. Ich glaube, das Video wird auch sonst wieder viel zu lang. Ihr beschwert euch ja sonst auch gerne. Und ich will nichts weiter sagen, außer, ey, vergesst die Abos nicht. Ich habe gesehen, es sind immer noch 70% der Leute, die nicht abonnieren. Dana kann das bestätigen. Ja, ich check das auch. Sie guckt nämlich auch mit die Analytics. Ich bin die Abo-Police. Instagram geht auch richtig gut. Ich will es nicht nochmal sagen, aber ihr wisst Bescheid. Dana Rolle abonnieren. Aber wenn ihr mich abonniert, dann kriegt ihr noch das Paket live ausgepackt. Aber wenn ihr mich abonniert, packe ich vielleicht das Paket aus. Kann auch sein. Gebt ihr die 10.000, dann packt sie es aus. Nee, es dauert länger. Ich gebe aber auch auf Instagram, habe ich jetzt angefangen gestern erst, dass ich in den Stories, wenn ich mal so eine Entscheidungshilfe brauche, auf was ich reacten soll und so weiter, dann frage ich das auch auf Instagram und ihr könnt da auch dann direkt entscheiden und Urteil fällen. Das ist mega gut, weil so gibt es dann auch den direkten Austausch. Was ich auch mal ganz angenehm finde, ja. Ich habe nur gerade gesehen, ich hatte meine Abhöre, die Monitore, gerade ein bisschen aufgedreht. Ich hoffe, das Video hat trotzdem jetzt keinen Echo-Effekt. Falls doch, dann ist es meine Schuld. Und ich habe es wieder verkackt und die neue Kamera... Ist halt heute einfach mal schief gelaufen. Ja, die Kamera ist... Wir hatten... Gelernt habt ihr hoffentlich trotzdem was. Ich hoffe es. Wenigstens ein wenig. Da ist der nächste. Siehst du, du bist dabei. Sehr geil. Vielen Dank. Dankeschön. Ich glaube, wir schaffen echt die 20.000 auch noch die Woche. Ja, okay. Das wäre krank. Ja, aber das bei YouTube oder bei Insta? Nee, bei YouTube. 20.000, Alter, das ist ja krank. Stell dir das mal vor. Ja, aber diese Woche, Alter, nee. Das glaube ich echt nie. Doch, das geht. Also, diese Woche noch. Das ist, wie es jetzt schon abgeht, ist unglaublich. Gut, wir bringen auch viel raus, 4 Videos am Tag. Dana macht übrigens die ganzen Thumbnails und die Infoboxen und die Endkarten und alles eigentlich, was das Backend betrifft, macht Dana. Also. Ein bisschen. Okay, sind wir fertig? Achso, ja. Wir gehen jetzt zum Koreaner essen. Ja, Tschüss. ohne Witz. Ja, wir müssen uns beeilen, siehst du? Es gibt jetzt Fried Chicken. Geil. Warte mal hier.